Herzlich willkommen hier in Niedersachsen auf dem Climate Farm Demo Event bei Sven Klingemann, der ein sehr effizienter Milchviehbetrieb ist und durch viel Automatisierung seinen eigenproduzierten Strom gut verwerten kann und dadurch natürlich auch sehr viel fürs Klima tut. Wir bewirtschaften hier einen intensiv Milchviehbetrieb mit 300 Kühen und der weiblichen Nachzucht, also ungefähr 500 Tiere hier auf dem Hof. Wir betreiben dazu noch eine 75 kW Gülle-Mist-Biogasanlage und ungefähr 225 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Diese Fläche unterteilt sich ungefähr in 140 Hektar Ackerland und 85 Hektar Grünland. Zusätzlich betreiben wir noch 150 Kilowatt Peak Photovoltaik. Wir haben hier verschiedene Klimamaßnahmen getroffen. Unter anderem zählen dazu natürlich auch Leistungssteigerungen und Effizienzsteigerungen auf dem Hof, speziell auch im Milchviehbereich. Also wir sind immer darauf erpicht, die Leistungen und die Effizienzen hier zu erhöhen. Wir sind mittlerweile ungefähr bei 14.000 Kilo Milchleistung pro Kuh. Wir haben das Erstkalbealter effektiv reduziert auf 21 bis 22 Monate. Wir machen das Ganze mit optimaler Grundfuttererzeugung und mit möglichst wenig Kraftfuttereinsatz. Wir haben im Jahr 2018 eine automatische Fütterung installiert. Die Fütterung entscheidet selbst, welche Tiergruppe anhand einer Restfutterhöhe als erstes Priorität hat, nachgefüttert zu werden. Und so entstehen eigentlich keine oder kaum noch Futterreste mehr. Die Stromerzeugung war uns auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir betreiben hier eine Gülle-Mist-Biogasanlage mit 75 kW elektrischer Leistung. Wir füttern die Anlage ungefähr mit 28 bis 30 Kubikmeter Gülle pro Tag plus ungefähr 0,5 bis 1 Tonne Mist pro Tag. Also somit erzeugen wir die ganze elektrische Energie für unseren Hof selbst. Und die thermische Energie, die Wärmeenergie, die anfällt, nutzen wir auch in unseren Gebäuden. Zusätzlich können wir ungefähr noch 150 bis 200 Haushalte mit Strom versorgen. Wir haben viele Sachen auf elektrische Motoren umgerüstet, so wie im Hintergrund die Fütterung oder auch die ganze Güllerührtechnik. Wir haben 4 Melkroboter, die das Melken hier 24 Stunden rund um die Uhr vollautomatisch übernehmen. Durch die Umstellung auf diese ganzen elektrischen Verbraucher haben wir doch eine große Abhängigkeit vom Strom. Aber durch die Photovoltaikanlagen und die Biogasanlagen können wir eben diesen ganzen Bereich für uns selbst abdecken. Das schafft uns jede Menge Freiräume und auch Sicherheit. Ja, wir haben einige Sachen hier umgesetzt, die zur Klimaeffizienz beitragen. Der Hauptantrieb für mich war allerdings in erster Linie die Wirtschaftlichkeit. Wir haben die Leistung der Tiere gesteigert, wir haben eine Biogasanlage hintergeschaltet, die ohne Wirtschaftlichkeit einfach so nicht funktionieren würde. Aber hier haben wir eben die Möglichkeit, wirklich Klimaeffizienz zu betreiben und wirkliche Einsparpotenziale zu erzielen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, wie wir es heute gesehen haben, dass ein Betrieb, der wirtschaftlich läuft, der eine hohe Milchleistung hat, Güllelager abgedeckt und auch Strom erzeugt selbst, dass da auch die Klimabilanz deutlich besser aussieht als auf einem Betrieb, wo es nicht so ist. Und ich glaube schon, dass es auch durchaus Sinn macht, klimabewusst zu arbeiten, weil es halt eben im Endeffekt auch wirtschaftlich ist. Heute dieser Besuch hat mir nochmal einen besonderen Einblick gegeben in die Komplexität auch des Ganzen, auch wie gut hier Prozesse ineinander greifen. Zum einen eben die Eigenstromproduktion, auf der anderen Seite sehr hoher Anteil dieser Eigenstromnutzung auch Bereiche, die in anderen Betrieben noch mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, zum Beispiel das Futtermischen und auch das Einbinden eben der Mitarbeiter, der Auszubildenden in diese komplexen Abläufe. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ja, hier vor Ort habe ich den Eindruck gewonnen, dass es doch, wenn nur noch sehr kleine Schräubchen gibt, die man noch optimieren kann, hier ist das schon nahezu perfekt. Wir haben sehr vielfältige Betriebe und auch in der Klimawoche zeigen wir diese Vielfalt. Wir waren einmal auf einem Betrieb, der viel Richtung ökosystembasierte Landwirtschaft gehen kann und anpassen kann und so etwas fürs Klima tun. Oder wie wir heute zum Beispiel gesehen haben, auf einem sehr intensiven Betrieb, der mit High Input, High Output eine sehr hohe Milchleistung schafft, Effizienz aufbaut, wo es nur geht und dadurch die Milch klimafreundlicher produzieren kann.